Guten Morgen. Das Wetter ist grau, aber es ist relativ warm und Regen ist wohl auch nicht in Sicht. Und ich nutze heute meine letzte Chance vor meiner nächsten OP, nochmal eine kleine Ausfahrt zu machen. Mein heutiges Ziel ist nicht ganz so weit weg wie am Samstag der Maschsee, sondern heute geht es zum Hohensensee. Das ist quasi das Pendant in Hildesheim, auch südlich von der Innenstadt gelegen, nicht ganz so groß. Und ja, für mich ein bisschen näher dran. Und bis dahin werde ich erstmal fahren, werde euch ein paar Impressionen vom Hohensensee mitgeben und dann schaue ich mal, wie es dann weiter zurückgeht. Je nachdem, wenn es mir gut geht, ein bisschen länger. Wenn es nicht so gut geht, dann fahre ich eben wieder schnell nach Hause. Von hier bis zum Hohensee sind es ungefähr 10 bis 12 Kilometer. So, und dann geht's schon los. Angekommen in Hildesheim. Das hier ist die Innerste und ich fahre hier auf dem Innerste Radweg. Und das ist auch der Grund, warum ich auf meine heutige Tour gekommen bin. Denn ich habe in der Zeitung gelesen, der Innerste Radweg ist Thema einer NDR-Doku, die momentan in der Mediathek zu finden ist. Und ich dachte mir, Innerste kennst du, fährst du mal ein bisschen lang. Hier soll sich seit meinem letzten Mal langfahren einiges getan haben. Und bisher ist der Untergrund hier sehr gut. Und ich schaue einfach mal, wie es weitergeht. Jetzt heißt es an der Innerste entlang bis zum Hohensensee. Jetzt ein paar kleine Umwege fahren, weil irgendwie hier wegen Hochwasser das Ufer ein bisschen besser befestigt wird. Aber ich denke mal, jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg, auf dem Weg zum Hohensee. Und nachdem ich am Samstag in Hannover schon ein Wehr hatte, habe ich jetzt auch heute hier ein Wehr. Seite ist hier gerade ein kleiner Familienausflug. Familie Schwan auf einer kleinen Montagstour. Bin ich jetzt doch ziemlich ratzfatz hier am Hohensee angekommen. Da hinten sieht man den Jo Beach, ein Strand mit Gastronomie, ja, die dieses Jahr leider nicht ganz so funktioniert hat, weil hier einige Anwohner sind, denen es immer ein bisschen zu laut ist. Deswegen ist hier mit Veranstaltungen leider nicht mehr so wirklich was. Aber der Weg, den man hier fahren kann, der ist eigentlich ganz schön gemacht. Und heute auf dem Montagmittag um kurz nach 12 ist hier auch wirklich nichts los. Und jetzt schaue ich mal, wie ich von hier aus weiterfahre. Irgendwie komme ich jetzt zur Domäne Marienburg. Das ist auch eine schöne Strecke. Und da kann man auch noch ein bisschen fahren und dann kämpfe ich mich weiter durch. Die Form ist gut, von daher heiter weiter.
angekommen an der Domäne Marienburg. Hier ist ein Teil von der Uni Hildesheim, der Hochschule für angewandte Künste, ausgegliedert. Die dürfen gerade Semesterferien haben. Hier ist es auffallend still. Hier ist noch ein kleines Pferdegut. Und ich werde jetzt meinen Weg eher wieder so ein bisschen Richtung Heimat wenden. Da einer von den grünsten Radfahrstreckenabschnitten im Kreis Hildesheim. Ich liebe die Strecke, fernab von der Straße, gut asphaltiert, wenig los, besser kann es nicht sein. So, hier ist der Weg jetzt gerade ein bisschen holperig, aber ich werde gleich mit einem wunderschönen Ausblick belohnt. Den kann man nämlich gleich hier neben mir schon sehen. Im Schatten des Baumes gibt es eine kleine Rast. So, der Einstieg ist geschafft. Von hier oben hat man einen schönen Blick in Richtung Hildesheim. Wenn das Wetter ein bisschen besser wäre und nicht so trist und grau, könnte man in der Richtung bis in den Harz zum Brocken gucken. Naja, ich nutze jetzt erstmal die Pause unter dem kleinen Baum für eine kleine Rast, kleine Trinkpause und dann geht's weiter. So ein schönes Kleinod in der Nähe von Hildesheim, das Kloster Marienrode, mit einem schönen See davor, auf dem ich gerade schon insgesamt 3 Reiher gesehen habe. Vielleicht kann man sie auf dem Video sogar erkennen. Vorbei an Bosch Blaupunkt, einem der größten Arbeitgeber hier in Hildesheim. Und jetzt geht's runter, bergab nach Sorsum. Eine schöne Strecke, da macht man richtig Späne. Auf geht's! Es wird nicht besser.